Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Ich zeige euch heute wieder Produkte von New Craft Day und ich freue mich wirklich, dass die Kooperation mit New Craft Day so gut funktioniert. Ich muss sagen, die Lieferung ist sehr prompt, die Homepage ist sehr komfortabel. Ihr könnt sparen mit meinem Code RENA10, könnt ihr 10% noch zusätzlich zu den Angeboten auf der Website sparen bei newcraftday.com und sie haben eine immense Auswahl. Nicht nur Diamond Painting, auch Kreuzstich und Siegelwachse und noch verschiedenes mehr. Also schaut ruhig mal rein. Ich zeige euch jetzt, was ich mir ausgesucht habe und nach dem Intro geht's los. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe es auch noch gar nicht aufgemacht tatsächlich. So. Und zwar diesmal war es so, dass mir etwas vorgegeben wurde. Ich euch das einfach vorstellen darf. Hier durfte ich mir eine Variante aussuchen. Wollen wir gleich mal gucken, ob auch die Variante angekommen ist, die ich mir ausgesucht habe. Und das hier haben sie darum gebeten, dass ich das mal zeige. Da habe ich nicht abgelehnt. Ich bin gespannt. Und ihr habt gesehen, es kam wieder in dieser Tüte. Hier ist es auch noch mal eingepackt. Also vor Spritzwasser geschützt. So, das ist ein 50 x 40 Bild. Ich zeige euch kurz die Vorschau. Könnt ihr was erkennen? Und zwar ist das der Zauberer von Oz, Details davon. Und wir haben, wie gesagt, eine Leinwand hier von 50 x 40. Und wir haben, wenn wir hier oben schon sind, 29 Farben. Ich war gespannt auf das Bild für diese Größe, weil ja doch sehr viele Details da drin sind. Ja, wir haben sehr viele Details, sowohl in den Blumen, hier unten Pilze, Schuhe. Also sehr viel ist hier auf dem Bild los. Und das bei so einer Größe habe ich auch schon gedacht, naja, aber wenn man es nicht mal paintet, dann weiß man halt auch nicht, wie es dann nachher rauskommt. So ist das ja erstmal ein Foto, also ein fotorealistischer Druck. Und wir schauen uns gleich mal hier beim Druck an, wie die Übergänge hier so sind. Ob das nachher auch wirklich so rauskommt oder pixelig vielleicht rüberkommt. Wir haben ein interessantes Toolkit. Was fällt euch hierbei auf? Das grüne Schiffchen ist anders. Und zwar, ich hole mal eben ein anderes grünes Schiffchen. Das hier ist, ich sag mal so, wie wir es kennen. Und hier ist das Grün ganz anders. Und ich muss das jetzt mal rausholen. Hier ist es auch, also das ist das alte, ne? Glatt. Und die ist hier sogar erhaben. Ich bin überrascht. Ja, okay. Fühlt sich ein bisschen stabiler an. Also es ist ein dunkleres Grün. Und wie gesagt, hier hinten ist es nicht ganz flach. Ich habe das Gefühl, es ist tatsächlich ein bisschen stabiler. Okay. Ja, also Toolkit, ihr könnt gleich loslegen, wenn ihr da bestellt. Und ab einem gewissen, ich weiß nicht, ich glaube so knapp 50 Euro, sind die Versandkosten auch frei. Und sie haben auch viel Diamond Painting Zubehör, so wie Koffer oder jetzt diese Art Elizabeth Ward Boxen, sage ich mal, haben die auch diese für 39 Stück oder also diese kleineren davon in verschiedenen Ausführungen. Genau, was sagt ihr denn zu dem Bild? Ach ja, Steine haben wir auch natürlich, will ich euch nicht vorenthalten. Es ist ein sehr buntes Bild, wie man sieht. Und das sind die Farben. Rot, Grün, wir haben auch Rosa, Orange. Genau, so, was haben wir hier draufstehen? Wir haben sogar auf den Tüten auch DMC-Codes draufstehen und die Bildnummer. Also wie das Bild heißt, GS3742. Das heißt, hier könnt ihr getrennt aufbewahren und wegsortieren.
hier auch so ein Knalle Orange oder so sieht das aus. Naja, in der Kamera sieht es eher rosa aus, aber ich würde das mal für Rot-Orange. Ach ja, und wir haben eckige Steine. Wir haben tatsächlich eckige Steine. Interessant, dass das eckige Steine. Im Moment habe ich einige Bilder euch vorgestellt mit eckigen Steinen. Zum Teil gibt es diese Bilder auch mit runden Steinen. Also schaut gerne mal in der Videobeschreibung nach. Also nicht in der Videobeschreibung, sondern in der Beschreibung. Also bei New Craft Day auf der Homepage. So rum. Ich rede mich hier um meinen Verstand. So, dann habe ich hier noch ein Craft Diamond Painting. Und mal gucken, ob auch das gekommen ist, was ich mir ausgesucht habe. Ich bin gespannt. Spannung steigt auch bei mir. Ja, es ist das gekommen, was ich mir ausgesucht habe. Und zwar haben wir hier, ja, es ist alles heil geblieben. Und zwar haben wir hier ich weiß gar nicht so recht, warte mal, wo ist denn hier oben das Loch? Hier, da ist was. Und hier ist was. Okay. Also so wird es aufgehängt. Eine Libelle. Sieht so ein bisschen aus wie eine Uhr hier, aber die Nummerierungen stimmen ja nicht. Also weil da Perlen noch drauf kommen. Aber so wie so ein, ja, Fensterglas, ne? Optik. Und zwar, das ist auch sehr schön. Kann man das auch abziehen? Ja, hier ist noch so eine Schutzfolie drauf, sehe ich. Das heißt, egal wie rum ihr es dreht, oh, man sieht das jetzt schon wunderschön. Ich sitze hier vor einem Fenster und man sieht das so schon sehr schön. Also je nachdem, wie rum ihr das hängt, habt ihr halt, ja, entweder die unbepaintete Fläche, so rum würde es dann sein, weil hier sind die Löcher. Oder ihr habt die Painting-Fläche. Das heißt, man hat hier richtig schön auch Abwechslung. Ja? Auf beiden Seiten ist die Schutzfolie drauf. Hier ist natürlich die Klebefläche. Ich würde diese Teile an eurer Stelle auch immer versiegeln. Extra, wenn es jetzt irgendwo am Fenster hängt oder vielleicht sogar draußen hängt. Das staubt voll und wenn ihr das einmal versiegelt habt, dann könnt ihr das feucht abwischen und es passiert nichts. Wenn ihr das nicht versiegelt, kann es sein, dass gerade in der Sonne die Kleber austrocknen und durch den ganzen Wind oder so, dass die Steine im schlimmsten Fall abfallen. Und das wollen wir ja nicht. So, wir haben hier, wie wir sehen, viele Sondersteine. Also der Druck ist erstmal super. Es ist alles klar zu erkennen. Das wird Spaß machen. Wir haben hier diese Kette. Die hat so eine Art Karabiner dran. Hier haben wir auch wieder ein Toolkit. Das ist das alte, normale Standard-Toolkit. Und wir haben hier, so, jetzt haben wir es. Und dann wird das quasi hier so eingehängt. Das finde ich ganz schön hier an den Karabinern, weil die sind wirklich groß genug. Also es gibt ja auch andere Fensterbilder zum Teil. Da ist das ein bisschen knifflig mit dem Einhängen. Aber hier ist es wunderbar. Genau, auch hier. Super. So. Und dann hängt das quasi. Ne? Also das finde ich auch sehr hübsch. Die gibt es in verschiedenen Motiven. Ich blende euch hier mal die verschiedenen Motive ein. Schaut gerne mal vorbei. Also sowas finde ich, so ein Fensteranhänger geht immer. Hier haben wir die Steine. Die gucken wir uns noch mal kurz an wegen der Sondersteine. Auch hier steht ein Name drauf. Aber also ich lasse das zusammen. Das bleibt auch nicht so lange in der Kiste. Das wird bald gepaintet. So, hier haben wir viele Sondersteine, runde Steine. Hier haben wir sie auch so rot. Und oben schimmern die ähnlich wie so ein AB, wie die Nordlichter. Ovale Steine. Und dann haben wir hier die normalen, sage ich mal, die normalen Crystal Strasssteine. In den schönen, oh, das Blau mag ich ja auch hier, das Türkis. Finde ich sehr schön. Ja, das war mein kleiner, feiner New Craft Day Haul. Wie gesagt, ich finde, es lohnt sich bei New Craft Day mal vorbeizuschauen. Mit meinem Code RENA10 könnt ihr nochmal 10% sparen.
Und sie haben auch öfter Angebote, ne? Wo man nochmal einen extra Discount nochmal kriegt. Oftmals gelten dann auch beide Codes. Probiert es einfach aus. Lieferzeit zwischen 7 und 10 Tagen. Wenn es ganz schlimm läuft und ganz viele Feiertage dazwischen sind, ja, dann dauert es 2 Wochen. Ich habe hier auch noch keine negativen Erfahrungen gemacht bei New Craft Day. Und wenn ihr auf meinem Kanal guckt, ich habe schon einige Unboxings von New Craft Day gemacht. Insofern kann ich diese Firma tatsächlich empfehlen, auch wenn sie nicht in Deutschland sitzt. Okay, in diesem Sinne, wenn ihr kein weiteres Unboxing oder Haul von mir verpassen wollt, dann aktiviert gerne die Abo-Glocke. Dann werdet ihr automatisch benachrichtigt. Drückt zweimal drauf, genau, dann kriegt ihr diese Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Bild findet. Mögt ihr sowas oder mögt ihr sowas gar nicht? Fensterbild, ja oder nein? Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wieder hören. Bis dahin, ich wünsche euch schönes Happy Diamond Painting.